Der Mann fuhr auf einer kleinen Straße in einem abgelegenen Vorortgebiet, als er plötzlich ein abgemagertes Tier in der sengenden Sonne herumtorkeln sah. Es war ein kleiner Hund, abgemagert und mit trockenem, verfilztem Fell, als hätte er tagelang nichts gefressen. Es senkte den Kopf und trottete langsam die glühend heiße Straße entlang, völlig allein und schutzlos. Der Mann hielt sein Auto an, stieg aus und hatte die Absicht zu helfen. Als er näher kam, musste er jedoch mit Erstaunen feststellen, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Hund handelte, sondern um einen wilden Wolf. In diesem Moment hätte er Angst bekommen und weglaufen können, aber stattdessen veranlasste ihn der mitfühlende Blick des Tieres zum Bleiben. Der Mann näherte sich sanft, flüsterte ein paar beruhigende Worte und hob dann das Kind langsam ins Auto. Während der gesamten Rückreise zeigte der kleine Wolf keinerlei Aggression, er lag einfach still da und beobachtete den Mann schweigend mit müden, aber vertrauensvollen Augen. Als er nach Hause kam, billigte auch seine Frau sein Vorgehen voll und ganz und bereitete schnell warmes Wasser zum Baden des Hundes vor. Jede ihrer Gästen war sanft und zärtlich, als würde sie sich um ein Kind kümmern. Hilf ihm, sein Fell zu trocknen, indem du es sanft tätschelst und tröstest, während du ihm kleine Futterstücke gibst. Anfangs war der Wolf misstrauisch und zurückhaltend, dann aber begann er mehr zu fressen und öffnete sich allmählich den Menschen in seiner Umgebung. Tag für Tag wuchs das Tier in der liebevollen Umarmung seiner Familie gesund heran. Es wurde immer ungezogener, beschädigte manchmal Dinge und hinterließ ein Chaos im Haus. In nur 2 Monaten war ihr einst abgemagerter Körper wieder wohlgenährt, und ihre Augen strahlten vor Leben und Hoffnung. Der Mann und seine Frau wussten, dass es Zeit war, dass es dorthin zurückkehrte, wo es hingehörte. Also brachten sie es zu einer saftig grünen Wiese und ließen es frei. Der Wolf drehte den Kopf zurück, seine Augen schienen die Bilder seiner beiden Wohltäter in sein Gedächtnis einprägen zu wollen, dann drehte er sich um und rannte davon, verschwand hinter den Büschen. Man könnte meinen, die Geschichte wäre damit zu Ende, doch 2 Wochen später kehrte der Wolf zurück und stand direkt vor der Haustür. Seine Augen waren voller Sehnsucht, als er ins Haus blickte. Diesmal brachte es das Paar nicht übers Herz, es wieder gehen zu lassen. Sie öffneten die Tür weit und hießen das Tier willkommen, als wäre es ein lange verschollenes Familienmitglied, das nach Hause zurückkehrt. Von da an lebte der Wolf glücklich, immer gut genährt und geliebt. Natürlich gibt es dabei manchmal Ärger, zum Beispiel wenn man ein paar Hühner vom Nachbarn stiehlt und vom Besitzer heftig ausgeschimpft wird. Doch es senkte nur den Kopf und wimmerte leise, als wolle es sich aufrichtig entschuldigen. Ihre Freundschaft ist zum Beweis dafür geworden, dass Liebe alle Barrieren überwinden kann, einschließlich sprachlicher und artspezifischer Unterschiede. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Geschichte zu lesen. Wenn es Ihnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, den Like-Button zu drücken und den Kanal zu abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen.